Da kommt jemand! Du hast es gerade nötig, über Niveau zu sprechen. Hältst du es für niveauvoll, kleine Praktikantin auf dem Schreibtisch zu beglücken? Gibt es einen anderen? Was? Du hast mich ganz genau verstanden. Ich will wissen, ob du eine Affäre hast. Ich verstehe dich nicht mehr, Cecile. Ich will doch einfach nur ein bisschen Zeit für mich. Ich werde mir ein Zimmer herrichten lassen. Den Schwachsinn hat dir wohl Vanessa erzählt. Die Kleine hat eine blühende Fantasie. Diese intrigante Luder würde ich doch nicht mal mit einer Kneifzange anfassen. Eine Kneifzange hattest du auch gar nicht dabei, als ich euch in deinem Büro gesehen habe. Da hast du wohl die falschen Schlüsse gezogen. Dazu war die Situation viel zu eindeutig. Na und wenn schon? Ich würde dir nicht raten, diesen Unsinn irgendwo rumzuerzählen. Sonst? Sonst wirst du es bereuen. Mach dich nicht lächerlich. Du hast so viele Mafia-Filme gesehen. Anscheinend ist Natalie gar nicht klar, mit wem sie sich da einlässt. Mit jemandem, der seinen Verstand in der Hose trägt. Moment, das geht dich gar nichts an, ja? Wirklich. Wenn herauskommt, dass du deine liebende Freundin mit Vanessa betrogen hast, kann mich, glaube ich, nur noch eine Verlobung besänftigen. Und wovon träumst du nachts? Vom passenden Verlobungsring. Wir haben einen Deal. Ich schaff dir Silvia vom Hals und wir heiraten. Teil des Deals ist, dass du dein Können erstmal unter Beweis stellst. Ansgar, statt dir darüber Sorgen zu machen, sorg dafür, dass Natalie nicht plaudert. Schätzchen, das habe ich längst erledigt. Wenn deine Aktion mit der kleinen Beinbach herauskommt, kannst du die Landsteinbank vergessen. Ich sagte doch bereits, das ist kein Problem. Ich habe ihr klar gemacht, dass es besser für sie ist, wenn sie den Mund hält. Und? Was ist Ihr Eindruck? Halten Sie einen der Kandidaten für Allmedia fähig? Wie bitte? Oh, entschuldigen Sie bitte. Ja, also dieser, wie hieß er doch gleich? Hagenberg, ja. Ja, der scheint mir auch der vielversprechendste zu sein. Er hat von allen die meiste Erfahrung in der Medienbranche. Kennt er sich im europäischen Geschäft aus? Ich meine, er hat die letzten Jahre in Südostasien verbracht. Das stimmt schon. Aber er hat das Unternehmen dort sehr erfolgreich geführt. Natürlich werde ich ihn genau befragen, was er zum hiesigen Markt zu sagen hat. Tun Sie das. Ich erwarte Herrn Berg heute Vormittag, wenn Sie an dem Gespräch teilnehmen möchten. Nein, nein, auf keinen Fall. Falls Ihnen der Termin nicht zusagt... Frau Jones, niemand kennt Allmedia besser als Sie. Also, Sie finden schon den richtigen Geschäftsführer. Der Beste wird gerade gut genug sein. Wiedersehen. Hi. Hallo. Guten Morgen. Ich hätte gern einen Milchkaffee, bitte. Für mich bitte das französische Frühstück. Mach ich. Lass uns darüber sitzen. Wo ist denn dieser nette italienische Kellner? Keine Ahnung. Und du hast wirklich keinen Hunger? Ich habe schon im Hotel gefrühstückt. Apropos Hotel. Hast du dir mein Angebot noch mal durch den Kopf gehen lassen? Ich fände es wirklich schön, wenn wir auf diese Weise einfach mehr Zeit miteinander verbringen könnten. Ich auch, aber trotzdem, ich weiß nicht. Hat das was mit gestern zu tun? Gestern? Du weißt schon, deine Unterredung mit Ansgar. Nein, das war unwichtig. Sicher. Absolut. Ja, was spricht dann dagegen, dass du nach Königsbrunn ziehst? Es hat schon mit ihm zu tun. Was hat er gesagt? Nichts, was er gesagt hat, aber
Aber Ja, wenn ich wieder auf dem Schloss wohne, ihr kämpft ständig gegeneinander. Und ich möchte nicht zu sehr zwischen die Fronten geraten. ja, das kann ich verstehen. Aber ich lasse dich nicht im Stich gegen den Stinkstiefel. Aber ihm jeden Tag über den Weg zu laufen, Ja. du weißt, dass du trotzdem immer auf mich zählen kannst. Mit so viel Entgegenkommen hätte ich gar nicht gerechnet. Darf ich mich vorstellen, ich bin Hagenberg und wenn das heute mein Glückstag ist, sind Sie Sylvia Jones. Ich bin Sylvia Jones, aber ich glaube nicht, dass heute ihr Glückstag ist. Kein Wunder, dass Sie ungehalten sind. Ich habe mich wohl etwas verspätet. Ja, etwas. Der Fahrstuhl hat verrückt gespielt. Wohin hat er noch funktioniert? Das Ding ist dauernd zwischen der Tiefgarage und der 3. Etage hin und her gefahren. Wenn ich natürlich gewusst hätte, wen ich hier warten lasse, wäre ich die paar Stockwerke zu Fuß gegangen. Natürlich. Es sind übrigens 30. Das wäre es mir wert gewesen. Ich hoffe, Sie können mir noch mal verzeihen. Es tut mir leid, Herr Berg. Aber vom zukünftigen Geschäftsführer von Allmedia kann ich erwarten, dass er zumindest zu seinem Vorstellungsgespräch pünktlich erscheint. Das bin ich normalerweise auch. Sie werden mich doch nicht deswegen von Ihrer Liste streichen. Doch, das werde ich, Herr Berg. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe noch einen anderen Termin. Heute scheinen wirklich alle verschlafen zu haben. Von wegen. Johannes hatte in aller Frühe einen Termin mit Felix Mutter und Cecile ist ausgeritten. Ohne Frühstück? Ja, die beiden scheinen wohl keinen Appetit gehabt zu haben. Knatsch. Wie kommst du denn darauf? Johannes hat in der Gästesuite übernachtet. Viktor hat es dem Hausmädchen erzählt. Aha. Haben Sie zufällig auch darüber gesprochen, warum die beiden sich gestritten haben? Nö. Guten Morgen. 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 Wie war dein Ausritt? Gut. Schön. Kaffee? Nein, danke. Ich glaube, ich lasse das Frühstück aus und fahre gleich in die Stadt. Ach, du bist verabredet? Ich wollte mich mit Charlie treffen. Ja, schöne Grüße. Sag ich ihr. Wenn er glaubt, dass ich einfach so klein beigebe, hat er sich geschnitten. Schauen wir mal, ob er schon Schnittwunden hat. Hallo, die Damen. Schon unterwegs? Ich dachte, vielleicht schläfst du ja mal aus. Dich erwartet ja niemand im Büro. Ach, was sage ich? Du hast ja gar kein Büro mehr. Na, du scheinst ja auch nicht gerade gefragt zu sein. Oder warum vergeudest du ja deinen Vormittag? Von Anstetten? Entschuldigst du mich kurz? Von Lahnstein? Entschuldigt mich bitte. Ja, was kann ich für Sie tun? Du scheinst meine Drohung ja tatsächlich ernst genommen zu haben. Wie kommst du darauf? Sonst hätte mein Schwesterchen das gewiss schon erwähnt. Warum sprichst du es nicht aus? Du meinst deine Schreibtischnummer mit Vanessa? Bleiben wir doch so diskret wie bisher. Hm? Ist auch besser für dich. Wenn du glaubst, du kannst mich einschüchtern, dann hast du dich gewaltig geirrt. Na dann warte mal ab, was passiert, wenn du anfängst zu reden. Dein Niveau ist wirklich nicht mehr zu unterbieten. Ich hab's nicht nötig, auf Vanessas Kosten zu pumpen. Schön, dann sind wir uns ja einig. Im Gegenteil. Ich werde bestimmt nicht zusehen, wie du dein mieses Spiel mit Carla oder Vanessa treibst. Darauf kannst du dich verlassen. Was soll das denn werden? Eine Kampfansage? Wie süß. Einen besonders schüchternen Eindruck macht Nathalie nicht gerade. Noch nicht.
So weit nach oben haben wir es auf dieser Irrfahrt noch nicht geschafft. Wo sind wir denn hier gelandet? In meiner Privatwohnung. Das ist doch nicht zu fassen. Ich sage doch, der Fahrstuhl spinnt. Auf Wiedersehen. Vielleicht habe ich ja doch noch Chancen bei Ihnen, was das Bewerbungsgespräch Es angeht. tut mir leid. Aber Sie haben sich doch jetzt davon überzeugen können, dass ich nichts dafür kann. Für All Media suche ich einen Geschäftsführer, der auf unerwartete Zwischenfälle vorbereitet ist und seine Termine trotzdem einhält. Oder wenigstens anruft. Herr Goldhagen, Sylvia Jones hier. Leider werde ich nicht ganz pünktlich sein. Eine kleine technische Panne hier. Können wir uns etwas später sehen? Ja, das kann ich noch nicht genau sagen. Heute Nachmittag? Im Moment ist es mir leider nicht möglich. Es tut mir außerordentlich leid. Das ist so ein blöder Idiot. Also das ist jetzt wirklich peinlich. Ich fürchte nur, dass wir jetzt beide hier festsitzen. Na gut, dann kommen Sie rein. Ja, bitte. Eine Frau Marsch für Sie. Von Lahnstein. Freut mich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein, vielen Dank. Danke. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Was kann ich für Sie tun? Nun, ja, die Sache ist etwas heikel. Sie können sich natürlich auf meine absolute Diskretion verlassen. Ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich mich zu diesem Entschluss durchgerungen habe. Und dennoch hätte ich Ihnen vorhin beinahe abgesagt. Geht es um eine private Angelegenheit? Um einen Verdacht, ja, ja. Allerdings würde ich am liebsten natürlich von Ihnen hören, dass ich mich irre. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich der Sache mit äußerster Sorgfalt nachgehen werde, was immer es ist. Ich fürchte, meine Frau betrügt mich. Ich möchte, dass Sie sie beschatten. Ach ja, ganz süß. Und wozu sind Sie Ihr Hausmeister, wenn Sie nichts machen können? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Es kann doch nicht Stunden dauern, bis ein Techniker kommt, oder? Ja, ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Das ist wirklich nicht zu fassen. Wir sitzen fest. Vor heute Mittag ist nichts zu machen. Dann wird mein Bewerbungsgespräch umso ausführlicher. Wünschen Sie sich das nicht? Ich habe noch nicht gefrühstückt. Wie wär's, wenn ich Ihnen einen Gute-Laune-Brunch fertig mache? Quasi als Entschuldigung für meine Verspätung von vorhin. Wo ist die Küche? Es ist nichts im Haus. Die Küche. Da hinten. Aber den Weg können Sie sich sparen. Ach, irgendwas werde ich schon finden. Es ist wirklich nichts Essbares da. Wenn ich schon meine Unzuverlässigkeit zur Schau gestellt habe, könnte ich Sie ja wenigstens mit meinem Improvisationstalent beeindrucken. Außerdem habe ich ein Strategiepapier für All Media ausgearbeitet. Das können Sie sich ja mal in der Zwischenzeit ansehen. Ja, natürlich finden wir eine Position für Sie, wenn Sie hier auf dem Schloss arbeiten wollen. Ja, wie wär's mit Gärtnern? Gern, wenn ich dann auch für die Zimmerpflanzen zuständig wäre. Es ist wichtig, dass ich mich frei bewegen kann. Ja, kein Problem. Gut. Gibt es gemeinsame Mahlzeiten für die Angestellten? Man erfährt dort so einiges. Natürlich. Sie könnten auch im Dienstbotentrakt wohnen. Meine Bediensteten sind allerdings sehr diskret. Glauben Sie mir, getratscht wird überall. Hausangestellte kennen ihre Herrschaften meist besser als die sich selbst. Ja, da könnten Sie leider recht haben. Dann wäre ja alles geregelt. Wann kann ich anfangen? Ja, sofort, wenn Sie wollen. Ja, aber wenn Sie Ihre Tätigkeiten auf das Schloss beschränken, dann... Ich kann Ihnen versichern, dass ich gründlich arbeite. Ihre Frau wird natürlich auch außerhalb des Schlosses unauffällig observiert. Ja. Ach, eins noch. Über alle Dinge, die nicht meine Befürchtungen betreffen, erwarte ich natürlich keine Berichte. Ich möchte nicht das Leben meiner Frau ausspionieren. Ich muss nur diesen Verdacht loswerden, verstehen Sie? Selbstverständlich.
Noch eine Bitte. Wäre es vielleicht möglich, dass Sie für ein paar Tage geschäftlich verreisen? Ihre Frau wäre dann ungestörter. Ja, ich verstehe natürlich. Das lässt sich sicher einrichten. Gut, dann packe ich mal mein Gärtner-Outfit. Ja, tun Sie das. Cécile, darf ich dir Lydia Marsch vorstellen? Sie wird unser Gärtnerteam unterstützen. Freut mich. Mich auch. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Schön, dass ich dich noch antreffe. Dann kann ich mich noch verabschieden. Wieso verabschieden? Ich muss dringend nach London. Nur für ein paar Tage. Aber nichts Unangenehmes, oder? Nein. Es lässt sich nur nicht aufschieben. Das Essen in diesem Laden wird auch immer öder. Das den Schuppen in den Ruin treiben. Ansgar, lass deine schlechte Laune nicht an mir aus, ja? Mir reicht schon meine überforderte Kellnerin. Außerdem wissen wir beide, wer dir den Appetit verdorben hat. Du hast die Kepler unterschätzt. Aber so einen barmherzigen Engel, der sich hier schützend vor Carla und Vanessa stellt, den kann ich wirklich nicht brauchen. Dann sieh doch einfach zu, dass du sie los wirst. Von alleine scheint sie ja keine Ruhe zu geben. War schon früher wie eine Klette. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass sie dir hinterhergelaufen ist, oder? Natürlich. Je mehr ich sie versucht habe abzuschütteln, desto anhänglicher wurde sie. Schwer zu glauben. Als du sie letztens hier angebaggert hast, hat sie direkt die Flucht ergriffen. Treib einen Keil zwischen sie und Carla. Ansonsten hast du bald eine ganze Armee von Gutmenschen gegen dich. Und der Nachfolger in der Holding bringt dich das kein Stück näher. Eine Idee? Das hat schon früher mal funktioniert. Was denn? Zuckerbrot und Peitsche. Du musst nicht alles wissen. Früher oder später musste er misstrauisch werden. Ich habe alles abgestritten. Aber langsam weiß ich nicht mehr, wie ich ihm mein Verhalten noch erklären soll. Jetzt ist er erst mal ein paar Tage weg. Und in der Zeit können wir überlegen, was wir weiter tun. Wir werden gar nichts tun. Wir sind schon viel zu weit gegangen und dieser Fehler darf sich auch nicht wiederholen. Ja, aber das kann es doch nicht gewesen sein. Ich meine, wenn du mal auf dein Gefühl hörst, dann... Das tue ich doch! Deshalb bleibe ich bei Johannes. Du erträgst es doch nicht mal, mit ihm in einem Bett zu schlafen. Im Moment ist einfach alles zu viel für mich. Aber wenn er aus London zurückkommt, dann wird das anders. Ich werde sein Vertrauen schon zurückgewinnen. Dann hast du ja nichts mehr zu befürchten. Hoffentlich. Und das haben Sie alles in meiner Küche gefunden? Dann probieren Sie mal erst. Interessant. Was ist das? Asiatischer Salat mit Palmherzen und Bambussprossen. Sie sehen also, so schlecht ist es um Ihre Vorräte gar nicht bestellt. Wirklich erstaunlich. Sie sind wohl schon länger nicht mehr zum Kochen gekommen. Daraus schließe ich, dass die Leitung der Omidia recht zeitintensiv ist. Bei den Plänen, die Sie mit der Firma haben, war Ihnen das doch klar. Stimmt. Und sagen Ihnen meine Überlegungen zu? Es ist zumindest wert, darüber nachzudenken. Das heißt also, ich bin noch im Rennen. Darauf sollten wir uns einen edlen Traubensaft gönnen. Uiuiui. Nicht so schlimm. Es tut mir leid, es ist jetzt wirklich meine Schuld. Ich habe Carla gesagt, dass ich nicht aufs Schloss ziehe. Also nicht, dass ich dich nicht gerne hier hätte. Du hast ja völlig recht. Es wäre komisch, wenn ich bei Carla wohne. Ja, und mich auch noch von dir bedienen lassen würde. Ich bin froh, dass du es so siehst. Ich werde trotzdem oft hier sein. Carla braucht jetzt meine Unterstützung. Hat sie Ansgar wirklich den Kampf angesagt? Aber lassen Sie jetzt bitte nicht von Ansgar reden. Der hat mir heute schon genug die Laune verdorben. Dann habe ich etwas, was dich aufheitern wird. Die habe ich gestern in der Stadt gesehen. Die Farbe steht dir doch so gut. Wenn sie dir nicht gefällt, musst du es nur sagen. Die ist super schön. Vielen Dank. Na, hoffentlich passt sie auch. Bestimmt. Ich ziehe sie gleich mal über. Entschuldige, ich muss ins Kampizimmer.
schöner Anblick. Du hast dich ja wirklich sehr verändert. Genug geglotzt? Ehrlich gesagt, nein. Weißt du, ich bin Ästhet und als solcher fasziniert von natürlicher Schönheit. Ja? Wie, er sucht mich? Haben Sie ihm nicht gesagt, dass der Aufzug... Ach, der funktioniert wieder. Ja gut. Dann sagen Sie ihm, dass ich runterkomme. Was? Er ist schon auf dem Weg hier hoch? Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Sie sollen mich informieren, bevor die... Graf Lahnstein. Guten Tag, Frau Jones. Worum geht's denn? Es tut mir leid, aber im Moment ist es etwas ungünstig. Ich muss dringend für ein paar Tage nach London und da wollte ich Ihnen noch eine wichtige Akte für das Kongresszentrum vorbeibringen. Meine Anwälte wissen Bescheid, bitteschön. Sie können sich also jederzeit an Sie wenden, wenn ein Problem auftauchen sollte. Ist das zu erwarten? Nein, nicht bevor die Ermittlungen im Fall Rush abgeschlossen sind. Gut. Ich bin im Savoy zu erreichen. Ansonsten genießen Sie mein vollstes Vertrauen. Ich danke Ihnen. Gut, Frau Jones, dann will ich nicht länger stören. Auf Wiedersehen. Herr Berg, das muss doch jetzt wirklich nicht... Graf Lahnstein... Graf Lahnstein? Es ist tatsächlich nicht so... Entschuldigen Sie meinen Aufzug. Darf ich mich vorstellen? Hagenberg. Johannes von Lahnstein, guten Tag. Was treibt dich eigentlich dauernd in die Küche? Früher hättest du nie einen Fuß in den Dienstbotentrakt gesetzt. Früher gab es dafür auch keinen Anlass. Aber die Zeiten ändern sich. Ja, nur manche Menschen ändern sich nie. So wie du zum Beispiel. Na, vielleicht sollten wir uns einfach nur ein bisschen besser kennenlernen. Ich könnte mir vorstellen, dass du deine Meinung über mich dann revidierst. Das glaube ich kaum. Auf der Skala nach unten gibt es nämlich nicht mehr viel Spielraum. Ich liebe schlagfertige Frauen. Vor allem, wenn sie so anziehend sind wie du. Ja, und der Magnet sitzt in der Hose, nicht wahr? Gutes Stichwort. Und weißt du was? Ich würde jetzt unheimlich gern mit dir schlafen. Und so geht es weiter. Nehmen Sie mal schön die Finger von meiner Golfausrüstung, ja? Nicht schlecht. Ihre? Welches Handicap? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Haben Sie eigentlich schon eine Golfreise gebucht? Ich meine, seit Ihrem Rücktritt haben Sie doch genügend Zeit. Sie sind doch Graf Lahnstein, oder? Mit dem Experiment hast du die Aufnahme in der Filmhochschule sicher. Das wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. Und die anderen erwartet der pure Horror. Ja, da sind die anderen.